So, ich bin gerade in Griechenland angekommen. Ist das ein toller Tag. Das Wetter ist super, die Landschaft ist toll. Hier in Griechenland werde ich dann den Winter verbringen. Mal gucken, ob ich über Workaway einen Platz finde, wo ich meine Zeit ein bisschen sinnvoll nutzen kann und nicht nur von Strand zu Strand fahren muss. Jetzt geht es erstmal nach Sagiada. Da treffe ich mich mit der Christa wieder. Dann suchen wir uns einen schönen Platz und genießen den Abend. So, es wird ungemütlich in Griechenland. Und gestern hatte ich noch einen richtig coolen Abend. Das Wetter war super, das Meer war ruhig und warm. Ich habe am Strand richtig viel trockenes Holz für ein Lagerfeuer gefunden. Ja, aber heute ist ein richtig heftiger Wind. Es ist Regen angesagt, hier in Igoumenitsa. Gewitter wahrscheinlich auch. Und so soll es die nächsten Tage weitergehen. Regen, Wind, Gewitter. Na, mal gucken, wie schlimm das wird. Kann ja nicht immer nur Sonne geben. So, ich habe jetzt meinen Platz bei dieser kleinen Kirche gefunden. Da bin ich auf jeden Fall so einigermaßen wettergeschützt. Und viel weiter werde ich heute auch nicht fahren. Das waren, weiß ich, 20, 25 Kilometer. Reicht mir auch. Weil an irgendeinem Strand brauche ich heute nicht. Da werde ich nur vom Winde verweht und nass. Guten Morgen. Es war eine ganz schön stürmische Nacht. Aber unter der kleinen Kirche habe ich trocken geschlafen und windgeschützt. Das war ganz gut. Und dann wurde mir noch der Abend so ein bisschen versüßt. Ich hatte ja den Wolfgang und die Claudi kennengelernt. Und der Wolfgang hatte mir dann geschrieben, hier, pass auf, Wetteraussichten sind ziemlich kacke. Drücken dir die Daumen, dass du einen trockenen Platz findest. Da habe ich geschrieben, ja, ich schlafe hier halt bei der Kirche. Und sagte, ja, besorg dir mal lieber einen Schnaps. Da habe ich gesagt, ja, ich bevorzuge lieber griechischen Wein. Und dann... Und dann schickt er mir ein Video um 11:45 in der Nacht, wie er mir von Udo Jürgens griechischen Wein vorspielt. Oh, war das cool. Ich finde es ja voll cool, dass es hier in Griechenland diese kleinen Kapellen gibt, die auch ein Dach haben. Und jetzt habe ich schon zum zweiten Mal Glück, dass das Tor offen war. Ich komme zwar in die Kapellen selber nicht rein und Außensteckdosen haben sie auch nicht, aber im Moment ist mir ein trockener, windgeschützter Schlafplatz viel lieber. So, und die haben hier so eine Kochmöglichkeit. Kann ich da schön mein Fahrrad abstellen, mich hinlegen. Das ist schon super. Und die Aussicht ist total toll. Aber da hinten, weiß nicht, ob man das so erkennen kann, ist es voll am Regnen. Und da, wo ich herkomme, auch. Also, vielleicht kriege ich ja gar nicht so viel davon ab, falls hier was rüberzieht. Ja, schon cool hier.
jetzt ganz kurz vor Preveza und für die nächsten Tage ist ordentlich Regen angesagt. Heute Nachmittag soll gut was runterkommen, das sieht auch danach aus. Und morgen wird nochmal schön, aber danach ist nur Regen angesagt. Mal gucken, ob das so kommt. Hier zieht voll das Unwetter rüber. Ach Mensch, immerhin habe ich hier einen Barhocker. Da kann ich das Ganze aussitzen. Ach Mensch, ich würde ja jetzt gern ein Fluchwort sagen, aber ich darf nicht. Guten Morgen. Hier in Preveza gibt es einen Tunnel, wo ich durch muss. Die Alternative wäre ein ziemlicher Umweg gewesen. Und mir wurde gesagt, es gibt hier eine Überwachungskamera, wo ich mal freundlich reinwinken soll. Und dann kommt ein Pickup, der mich kostenlos auf die andere Seite bringt. Ja, mal schauen, ob das funktionieren wird. Da vorne ist auf jeden Fall eine Kamera. Dann winke ich da mal freundlich rein. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Es ist soweit. Ich habe meinen ersten Platten. Warum? Weil sich ein kleiner garstiger Glassplitter schön im Mantel reingedrückt hat. Das ist mir während der Fahrt aufgefallen, weil es auf einmal so schwammig wurde. Aber ich bin ja schlau. Ich habe ja Ersatzschläuche dabei. So, ich bin jetzt an einem kleinen Dorf namens Mitikas vorbeigefahren und hier an einem Strand und habe meinen Platz an einem geschlossenen Campingplatz gefunden. Und ich glaube, ich war heute auf einem Teilstück vom Eurovelo 8. Eine richtig coole Straße, schön am Wasser entlang. Und überhaupt finde ich die Ecke, die ich jetzt von Griechenland lang gefahren bin, so viele Wow-Momente von der Landschaft her mit der Küste. Ja, schon total cool. So, aber heute ist noch der letzte schöne Tag gewesen. Für die nächsten Tage ist jetzt Regen angesagt. Mal schauen, was da runterkommt. Tja, nicht nur, dass es regnet und jetzt auch noch gewittert, da hinten in der Ferne. Jetzt habe ich auch noch einen Platten. Schon wieder. Wieder das Hinterrad. Ich weiß nicht, ob es Karma ist oder keine Ahnung. Jetzt kann ich das erstmal hier aussitzen. Zumindest habe ich noch Kaffee, ordentlich. Ich habe auch was zu essen und griechischen Wein habe ich auch noch. Und dann mal gucken, ob Christa, meine, ich sag mal in Anführungszeichen, Reisebegleitung, irgendwann demnächst hier vorbeifährt. Ja, irgendwie doof. Ja. Es kann weitergehen. Das Wetter hat sich ein bisschen beruhigt. Ja, gleich kommt noch die Sonne ein bisschen raus. Und ich hatte vorhin auch richtig Glück. Auf dem geschlossenen Campingplatz hat ein griechisches Rentnerpärchen gewohnt. Die haben sich das so ein bisschen ausgebaut, so mit 2 Campingwagen. Und ich wollte mal gucken, ob ich da irgendwo eine Steckdose finde. Und dann habe ich die beiden gesehen, wie sie die Tür aufmachen, weil sie mich gesehen haben natürlich. Und dann bin ich da gleich hin, habe denen mit Zeichensprache erklärt, was ich für ein Problem habe, weil die konnten leider kein Deutsch oder Englisch. Naja, aber man konnte sich trotzdem verständigen, so halbwegs. Dann habe ich mein Fahrrad dahin gebracht, dann haben sie auch gesehen, dass ich wirklich ein Problem habe. Und dann konnte ich mich da aufwärmen, trocknen, mein Fahrrad flott machen. Die waren ganz lieb, ganz gastfreundlich, haben mich dann auch auf einen Teller Bohnensuppe mit Brot eingeladen. Das war gut, aber ich muss jetzt auch ein bisschen weiterkommen. Es geht jetzt nach Astakos. Da werde ich im Supermarkt noch so 2, 3 Kleinigkeiten kaufen und dann wieder einen
so 2-3 Kilometer zurückfahren, weil auf dem Weg dahin ist eine kleine Kapelle, die soll ein Dach haben und die werde ich mir mal anschauen, ob ich darunter denn schlafen kann. Weil wettermäßig, es ist wie gesagt viel schlecht Wetter jetzt angesagt die Tage und ich traue dem Ganzen noch nicht so wirklich. Deswegen hoffe ich mal, dass ich da einen vernünftigen trockenen Platz finde. Weil es soll für heute dann auch genug sein. Es ist jetzt 15 Uhr. So, ich denke mal eine Stunde, knappe Stunde wird das Ganze jetzt noch dauern. Ich will ja im Hellen dann auch noch was essen und nicht erst im Dunkeln. Deswegen ja, ist es heute eine kurze Etappe. Geht nicht anders. So, ich bin am Golf von Korinth angekommen. Die Abfahrt hier runter war ja mega cool. Also ich mag es ja sowieso in den Bergen zu sein und wenn man dann so von Bergen runterkommt und dann vor allem auch auf andere Berge guckt und vor allem hier in der Meerenge, richtig cool. So, da hinten, da ist Patras. Da werden wir aber wahrscheinlich dran vorbeifahren, weil meine Reisebegleitung, die Christa, die hat über Reisegefährten gesucht. Die Veronika gefunden, die ist in einer Stadt in die andere Richtung, also mehr so Richtung Athen, in den Osten rum. Und dann werden wir dann morgen hinfahren, das ist doch nicht so weit weg. So, und zur Feier des Tages gibt es diesen wunderbaren griechischen Wein. Das Billigste, was ich finden konnte. Schmeckt auch so ein bisschen wie ja, Wasser mit Traubengeschmack. Aber ich bin ja nicht hier auf dieser Tour, um mich zu betrinken. Und vor allem will ich mich auch nicht edel betrinken, weil das kostet ziemlich viel Geld. Selbst hier in Griechenland. Von daher muss es halt der billige griechische Wein sein. Aber so für zwischendurch mal ein Glas reicht das vollkommen aus. So, Wetter hat sich gebessert. Da hinten, wie man sehen kann, ist die Peloponnes. Da will ich noch so ein kleines bisschen rumfahren, mir das mal angucken. Ja. Also bislang finde ich Griechenland echt cool. Zumindest so die Route, die ich gefahren bin, hatte teilweise echt richtig schöne Ecken. Was schön hier. Guten Morgen. So, die erste Etappe in Griechenland ist fast geschafft. Heute geht es über die Rio Antirio Brücke auf die Peloponnes rauf. Dann habe ich die ersten 320 Kilometer in Griechenland schon hinter mir. Ja, ca. 320 Kilometer. Also ich muss sagen, das war echt eine schöne Tour bislang. Und dann werde ich jetzt auf der Peloponnes noch ein bisschen rumfahren, bevor es nach Athen geht. Ein Workaway habe ich in Aussicht ab Anfang Dezember. Das ist ganz cool. So. Jetzt heißt es erstmal, wie gesagt, über die Brücke rüber. So, wie man im Hintergrund sehen kann, da ist die Brücke. Das wäre eine richtig epische Überfahrt gewesen. Aber da ist eine Baustelle, da kommen wir mit dem Fahrrad nicht rüber. Jetzt nehme ich die Fähre. Ah, auch schön.